Wichtigste Anlaufstelle ist nach wie vor die FreeCAD-Website unter freecad.org. Dort gehen wir auf Download und dort finden wir nun endlich die neue Version, die 1.1. Da können wir jetzt das Betriebssystem auswählen, Windows, Mac oder Linux, und ich entscheide mich hier für die portable Version unter Windows hier als 7Z-Datei und lade mir die jetzt auf meinen Rechner. Nachdem ich die Datei heruntergeladen habe, habe ich sie dann entpackt hier auf meiner Festplatte C unter FreeCAD und habe dort einen eigenen Ordner, wo jetzt die frische 1.1 drin ist. Dann gehe ich in den Ordner rein und starte das Programm mit einem Klick auf FreeCAD.exe. Nun werde ich von einem Screen begrüßt, der mir sagt, dass Konfigurationsdaten und Add-ons aus einer vorherigen Version gefunden wurden und er möchte diese Konfiguration übernehmen. Wenn ihr schon FreeCAD-User seid und ihr hattet ein sauber eingerichtetes FreeCAD 1.0, könnt ihr das sehr gerne machen. Ich mache es jetzt hier nicht, damit ich mal noch schnell zeige, wie man FreeCAD als komplett neuer Nutzer sauber einrichten kann. Ihr könnt aber auch einfach die Konfiguration kopieren. Ich mache eine neue Konfiguration. Jetzt bin ich in dem ganz frischen FreeCAD, kann hier schon die ersten Einstellungen treffen. Die Sprache lasse ich auf Deutsch. Einheitensystem ist das ganz normale metrische Einheitensystem. Den Navigationsstil lasse ich immer auf CAD. Hier unten die Themes lasse ich genauso stehen, wie es ist, denn ich möchte später über den Add-on Manager einfach ein anderes Theme noch installieren. Also klicke ich jetzt auf Fertig. In der nächsten Ansicht begrüßt mich jetzt hier so eine Startansicht. Ich muss diese Startseite nicht immer sehen, wenn ich FreeCAD starte, deswegen klicke ich hier unten schon mal auf diesen Haken. Diese Startseite nicht mehr anzeigen und klicke mir das Ganze hier zu. Und jetzt könnte ich eigentlich schon anfangen zu modellieren und das würde ich jetzt auch einfach mal machen, damit ihr möglichst schnell seht, wie man mit FreeCAD loslegen kann. Ihr geht auf Datei Neu, neues Dokument oder hier unten auf diesen Schalter diese leere Papierseite, neues Dokument. Ihr könnt auch schon den Shortcut Steuerung und N euch merken, den könnt ihr ebenfalls verwenden. So, neues Dokument. Jetzt haben wir hier ein neues FreeCAD-Dokument. Wie ihr seht, seht ihr noch nichts. Auf der linken Seite haben wir nun den Modellbaum. Dort sehen wir bisher nur die Datei und dort ist noch alles unbenannt. Dementsprechend könnten wir die jetzt auch schon speichern. Das werde ich jetzt auch mal tun. Speichern unter dem Desktop unter Test 1. So, und jetzt kann das Ganze auch schon losgehen. Also wir sehen hier den Modellbaum, da ist aber noch nichts drinnen. Das heißt, das nächste, was wir machen wollen, ist ein 3D-Modell erstellen. Damit ihr das tun könnt, müsst ihr schauen, in welcher Workbench, also in welcher Arbeitsumgebung möchtet ihr das tun. Wir sind hier standardmäßig in der Part Design Workbench. Das ist auch die Workbench, mit der ich empfehlen würde, dass Anfänger damit beginnen. Also wir bleiben im Part Design. Das ist ziemlich ähnlich zu den anderen CAD-Programmen. Onshape, Fusion, Solid Edge und was es noch so gibt auf dem Markt. Da ist die Part Design Workbench die ähnlichste. Der erste Schritt in einer leeren Modelldatei ist ein neuer Körper. Ein Körper, das müsst ihr euch so vorstellen, das ist sowas wie ein Ordner, der verschiedene Geometrien aufnehmen kann. Ohne diesen Körper können wir in der Part Design Workbench kein sauberes Modell erstellen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Früher musste man hier oben über die Menüleiste gehen, auf diesem Symbol neuen Körper erstellen. Mittlerweile gibt es aber in FreeCAD die Aufgabenleiste, die wird hier rechts am Bildschirmrand dargestellt unter Aufgabenleiste. Die bietet uns auch immer Schritte an, die jetzt sinnvoll wären, zum Beispiel einen neuen Körper zu erzeugen. Also ist FreeCAD hier von der Benutzerführung deutlich einfacher geworden. Wir wissen nun direkt, was wir tun müssen, also einen neuen Körper erstellen. Der wird dann auch links hier dargestellt unterhalb der neuen Datei und dann seht ihr noch, es gibt hier einen Ursprung 001, das ist das erste Koordinatensystem, was ihr habt in eurer Datei. Das können wir uns auswählen und mit der Leertaste können wir uns das Ganze einblenden. So sieht das mittlerweile aus in FreeCAD. Bisher ist nur ein Koordinatensystem da, das wir uns entweder auf dem Klick hier auf das Auge oder halt eben über die Leertaste ein- und ausblenden können. In so einem Koordinatensystem finden wir 3 Achsen. Die X-Achse, die zeigt von hinten nach vorne, die Y-Achse, die zeigt von links nach rechts und die Z-Achse, die zeigt von oben nach unten, genauso wie die 3 Bezugsebenen, die XY-Ebene, die YZ-Ebene und die XZ-Ebene. So, und jetzt genug zur Theorie. Wir fangen jetzt mal an und erstellen uns unseren ersten Körper. Wir können so ein Design mit Grundkörpern anfangen. Das heißt, hier auf der rechten Seite unter den gelben Symbolen finden wir hier so einen Pfeil und dort gibt es schon vorbereitete Grundkörper wie Quader, Zylinder, Kugel, Kegel und so weiter. Wir starten jetzt mal mit einem Quader, den wir anklicken. Dann müssen wir selektieren, wo dieser Quader befestigt wird, zum Beispiel hier auf der XY-Ebene. Und dann müssen wir hier rechts über die Parameter noch die Größe des Würfels eingeben. Ich würde sagen, ich wähle jetzt mal einen 100
mal 20 mal 5 mm. Dann ist es aber auch kein Würfel mehr und dann haben wir hier einfach einen Quader erzeugt. Ich gehe dann auf OK und schon seht ihr, hier existiert ein Quader in der Datei. Den können wir jetzt weiter bearbeiten. Da können wir jetzt entweder wieder einen Grundkörper drauf bauen, da können wir jetzt eine Skizze drauf erzeugen und können dann entsprechend weitere Operationen durchführen. Wie würde man so eine Skizze anlegen? Nun, man sagt einfach, wo möchte ich eine Skizze haben? Das kann entweder auf einer der bereits vorhandenen Ebenen sein oder auf einer Fläche meines Quaders. Ich kann also zum Beispiel die Oberseite hier anwählen und sage dann, hier möchte ich eine neue Skizze haben. Dann müsst ihr aufpassen, ändern sich hier oben die Werkzeugsymbole. Ihr seht schon, das ist noch ein bisschen verschoben. Ich ziehe mir das hier mal zurecht. Ihr könnt jederzeit mit der Maustaste hier an diesen Anfassern hier die Werkzeuge euch umorientieren und dann auf der rechten Maustaste hier drauf gehen und sagen Werkzeugleiste sperren. Dann könnt ihr hier keine versehentlichen Änderungen mehr machen, dann könnt ihr die nicht mehr neu anordnen. Ihr könnt dann aber wieder rechte Maustaste und die Sperrung aufheben. Dann könnt ihr euch die wieder entsprechend anders sortieren, wie ihr die braucht. Das sind eine ganze Menge hier im Sketcher. Da habt ihr auch gesehen, da ist die Arbeitsumgebung, die Workbench, hat sich nun verändert. Wir sind jetzt in einer anderen Arbeitsumgebung und machen da jetzt einfach mal eine ganz kleine Skizze drauf. Ich starte, indem ich einen Kreis mache. Es gibt hier verschiedene Optionen zur Erzeugung von Geometrie. Es gibt den Linienzug, einzelne Linien, Bögen, Kreise, Rechtecke, hier Vielecke, dann so eine Nut, Langloch, Splines und so weiter. Wir starten jetzt aber mit einem Kreis. Kreis um den Mittelpunkt. Den male ich mir jetzt irgendwo hier auf meine Oberfläche drauf. Ich sag mal hier, ziehe den jetzt auf. Und wie ihr seht, geht jetzt da so rechts neben meinem Cursor ein Fenster auf, wo ihr den Durchmesser des Kreises eingeben könnt. Ich gebe jetzt auf der Tastatur mal 16 ein und drücke dann Enter. Jetzt ist der Kreis hier fest auf 16 mm definiert. Ich kann jetzt entweder Escape drücken oder die rechte Maustaste, damit das Kreistool beendet wird, denn ihr seht jetzt, an meinem Cursor ist immer noch so ein Kreis dran. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo klicken würde, würde ein nächster Kreis erzeugt werden. Das möchte ich jetzt nicht. Also rechte Maustaste. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier das Maß von dem Kreis, kann ich jetzt hier ein bisschen woanders hinschieben, so dass ich es einfach besser erkennen kann. Ich ziehe es mal hier so hoch. Das sieht ganz gut aus. Auf der rechten Seite sehen wir nun das Hilfsmittel zur Skizzenbearbeitung. Wir sehen einmal unterbestimmt, 2 nicht bestimmte Freiheitsgrade. Was das bedeutet, erkläre ich gleich. Dann haben wir unten die Randbedingungen. Da sehen wir eine Constraint, also eine Zwangsbedingung haben wir schon vorgegeben. Das ist nämlich genau der Durchmesser. Was bedeutet das nun, dass der Kreis nicht bestimmt ist? Nun, so ein Kreis im 2D-Raum hat 3 Eigenschaften. Einmal hat er eine Eigenschaft, wie groß ist der Radius bzw. Durchmesser und dann ist die Eigenschaft, wo liegt der? Sowohl in horizontaler Richtung, also hier von links nach rechts, als auch in vertikaler Richtung, also von oben nach unten. Über die Angabe eines solchen XY-Koordinaten können wir also genau festlegen, wo dieser Kreis liegt. Da wir vorhin gesagt haben, dieser Quader ist 20 mm breit, wollen wir den Kreis nun genau in der Hälfte, also genau auf 10 mm Abstand hier unten von der Unterkante legen. Dazu wählen wir das Bemaßungssymbol aus. Das ist hier oben. Dieses Symbol Bemaßung. Da drücke ich mal drauf, klicke nun den Mittelpunkt an und wähle nun hier die Unterkante aus. Ziehe mir das entweder nach links oder rechts, dass es nicht in den Füßen ist. Hierher würde ich es jetzt mal ziehen und gebe jetzt mal 10 mm vor. Jetzt haben wir im Prinzip die y-Koordinate festgelegt. Wir haben noch einen nicht bestimmten Freiheitsgrad. Das bedeutet, jetzt ist das Maßtool noch aktiv, rechte Maustaste, dann wird das beendet. Jetzt kann ich den Kreis nur noch hier horizontal verschieben, weil in vertikale Richtung habe ich es mir jetzt ja schon definiert. So, und jetzt möchte ich sagen, dieser Kreis, wo ist der denn? In horizontaler Ausrichtung, also wieder Bemaßungstool und sage, der Kreis liegt von der Kante hier links oder vom Ursprungspunkt links hier genau 30 mm weg. Und jetzt ist der Kreis genau fest hier definiert. Auf der rechten Seite steht dann vollständig bestimmt. Der Kreis ist grün. Ich kann auf Schließen gehen und habe jetzt hier meine erste Skizze, die hier so dargestellt wird. Was kann ich mit dieser Skizze nun tun? Eine Skizze kann für verschiedene Operationen genutzt werden. Ich kann die jetzt einmal nehmen und kann die aufpolstern. Das bedeutet, ich füge Geometrie hinzu. Geometrie hinzufügen in FreeCAD ist immer
mit einem gelben Schalter assoziiert. Das heißt, hier auf der linken Seite die gelben Schalter, die fügen immer zu eurer bestehenden Geometrie weitere hinzu. Diese Schalter hier mit dem roten und dem blauen, die ziehen immer Geometrie an bestehender Geometrie ab. So, das heißt, ich möchte jetzt was hinzufügen, also hier eine Aufpolsterung und kann jetzt hier ganz neu bei FreeCAD hier mit den Handles das Ganze steuern oder natürlich hier parametrisch auf der rechten Seite eingeben, wie hoch das Ding sein soll. Ich sage jetzt hier einfach mal 20 mm. Ich könnte hier sogar noch einen Schrägungswinkel vorgeben, dann wird der nach oben hin breiter. Bei einem negativen Schrägungswinkel wird er nach oben hin schmäler. Das ist also wirklich mittlerweile super. Ich brauche da nicht mehrere Optionen mehr dafür in FreeCAD. Ich mache es jetzt mal auf 0. Ich könnte sogar noch eine Richtung vorgeben. Die Standardrichtung ist immer die Skizzen-normale, also der Vektor, der aus meiner Skizze senkrecht nach oben zeigt. Meine Skizze war ja auf dieser Ebene hier, das heißt, der Zylinder schließt sich dann nach oben an. Ich kann das Endergebnis anschauen, so würde das dann fertig aussehen. Dann blende ich am besten aber die Vorschau aus, dass die sich nicht ins Gehege kommen. Oder ich arbeite einfach mit der Vorschau weiterhin, dann ist das so eine transparente Vorschau. Sieht eigentlich ganz nett aus und okay. So, jetzt habe ich hier einen Zylinder auf meinen Quader draufgesetzt. Auf der linken Seite, wenn wir in den Modellbaum gucken, sehen wir, dass die Skizze nun praktisch verschluckt wurde hier von diesem Pad oder dieser Aufpolsterung. Die befindet sich hier unten drunter. Seht ihr die? Das heißt, hier ist die Skizze. Wenn ich die editieren wollte, finde ich die unter diesem kleinen Pfeil hier. Da kann ich doppelt drauf gehen und kann jetzt, weil wir ja parametrisch arbeiten, sagen, ne, ich möchte eigentlich nur 10 mm Durchmesser hier haben. Gehe auf OK, schließe mir die Skizze und schon hat sich mein 3D-Bauteil angepasst. So funktioniert parametrische Bearbeitung in FreeCAD. Es könnte ja jetzt aber auch sein, dass ich mich vertan habe und ich möchte eigentlich gar keinen Zylinder hinzufügen, sondern ich möchte Geometrie abziehen. Dann habe ich die Möglichkeit, dass ich dieses Pad hier wähle und drücke dann einfach Entfernen auf der Tastatur. Ich kann die Skizze jetzt auch nehmen, um Geometrie zum Beispiel abzuziehen. Also wähle ich wieder die Skizze aus, wähle jetzt hier nicht das Aufpolstern aus, sondern hier auf der rechten Seite die Vertiefung. Jetzt wird Geometrie abgezogen. Ich kann die Tiefe vorgeben, entweder über die Vorgabe hier eines Wertes, wie zum Beispiel 5 mm, oder ich kann auch sagen, ich möchte durch alles gehen und dementsprechend komplett die Geometrie abziehen. Wenn ich jetzt auf OK gehe, sehen wir, dass wir jetzt hier so eine Platte geschaffen haben, wo so ein Loch drin ist. Wenn ich jetzt nicht ganz durchgegangen wäre, das heißt, ich kann die Pocket auch jederzeit editieren, doppelt drauf gehen und jetzt anstatt durch alles sage ich mal eine Länge, zum Beispiel nur 2 mm tief, OK, und habe jetzt hier so eine Platte mit einer Kreistasche drin. So funktioniert grundsätzlich Geometrieerzeugung in FreeCAD. Entweder über die Grundkörper hier oder ihr geht über die Skizzen. Das war jetzt aber nur eine ganz schnelle Einführung in FreeCAD, damit ihr wisst, wie ihr vom Download über den ersten Programmstart direkt zur 3D-Geometrie kommt. In der nächsten Folge schauen wir uns an, wie ich mir dann FreeCAD noch ein bisschen besser einrichte, damit es zu meinem Workflow passt. Und wir lernen weitere fortgeschrittenere Befehle kennen, wie wir 3D-Geometrie erzeugen. Und dann gibt es auch noch ein paar Übungsaufgaben. Ich hoffe, euch hat diese Kurzeinführung in FreeCAD 1.1 gefallen und freue mich, wenn ihr mich im nächsten Video wieder besucht. Macht's gut, haltet euch munter, euer Florian und bis zum nächsten Video.